Warum kann das Üben an der Crew sinnvoll sein? Das erkläre ich euch gleich nach dem Intro. Moin, ich bin Kexels und vielleicht ist es dem einen oder anderen von euch schon mal aufgefallen, in der Sea of Thieves ist es so, dass so einige Spieler auf dem Schiff rumhüpfen und in der Gegend rumschießen. Wer denkt, dass das Ganze aus reiner Langeweile geschieht, dem kann ich sagen, das ist nur die halbe Wahrheit. Natürlich geht es auch darum, die Zeit zu verkürzen, wenn man am Segeln ist. Aber der Hintergrund dieses Schießens liegt tatsächlich darin, dass man gewisse Abläufe übt, sei es den Aim zu trainieren. Ich habe beispielsweise, als ich mit Sea of Thieves angefangen habe, mit der Zeit auf der Galeone versucht, die Glocke zu treffen. Oder auf der Sloop vom Bereich des Helms aus oben im Krähennest die Glocke zu treffen. Ist nur ein Beispiel. Bei diesen Schießübungen wird auch gerne mal auf die Crewmitglieder gezielt. Ich habe diesen Tick auch. Das Ding ist, ein Crewmitglied kann man natürlich nicht umbringen, das ist klar. Aber sie sind ein gutes Zielobjekt. Ich selber schieße auch sehr, sehr gerne auf meine Crewmitglieder. Am allerliebsten schieße ich auf meine Crewmitglieder, wenn einer die Leiter hochkommt. Ich übe vor allem den Zeitpunkt, wann ich ungefähr abdrücken muss an meiner eigenen Crew, um das einfach intus zu haben, wenn ich es mit einem richtigen Boarder zu tun habe. Aber Achtung, natürlich muss man das Abwehren von Borden auch an richtigen Borden üben. Es ist nur so, wenn man das Timing stressfrei an der Crew üben kann, hat man ein bisschen weniger Druck, wenn man es mit einem echten Boarder zu tun hat. Für diejenigen, die bis am Schluss dran geblieben sind, habe ich noch eine Frage. Wie hoch war eure letzte Streak in Sandur? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Im Abspann habe ich euch noch den Twitch-Streamer-Tipp. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns auf See. Euer Kexels.